Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir das erste Weihnachtsrezept in dieser Saison und heute habe ich für euch solche leckere vegane Weihnachtsplätzchen, einmal mit Karamellgeschmack und einmal Lebkuchen. Die Kekse sind super knusprig und voller Geschmack und die sind ganz einfach und schnell gemacht. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst werde ich den Karamellkeksteig zubereiten. Für den Teig brauchst du Kokosöl oder du kannst auch vegane Butter anstatt nehmen. Dann braune Zucker. Es gibt auch die schöne Karamellnote. Dann habe ich hier Karamellsirup, Backnatron, Vanillepaste und Mehl. Die Zubereitung geht ganz einfach und schnell. Ich werde alles außer Mehl und Backnatron in so eine große Pfanne geben. Erst den Karamellsirup, dann gebe ich auch Wasser dazu, Zucker, dann auch den Kokosöl und 2 Teelöffel Vanillepaste. Und dann wird das Ganze bei mittlerer Hitze erhitzt, bis das Zucker komplett geschmolzen ist. Dann, wenn das Zucker komplett geschmolzen ist, vom Herd nehmen und du kannst das mit dem Spatel testen. Wenn alles schön flüssig ist, auf dem Spatel bleiben keine Zuckerkörner oder du siehst in die Pfanne auch keine Zuckerkörner. Das heißt, dass alles geschmolzen ist. Dann gebe ich noch den Backnatron dazu und es wird so sehr schaumig. Und dann das Ganze einfach gut zusammenrühren. Dann gebe ich noch 2 Prisen Salz dazu und als letztes dann den Mehl. Ich gebe erst ungefähr Hälfte dazu und werde es erst vermischen. So, jetzt gebe ich etwas mehr dazu und weiter mischen. Es duftet schon herrlich lecker nach Karamell und die Farbe wird auch ganz schön. So, jetzt werde ich auch den Rest vom Mehl dazu geben und mixen, bis das Ganze gut vermischt ist. Das geht ganz einfach mit dem Spatel oder mit einem Holzlöffel. Man sollte nicht mit den Händen hier mixen, weil die Masse sehr heiß ist. Ich vergesse das immer wieder, wie wichtig es auch beim Keksmachen ist, den Mehl durch den Sieb dazu geben. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich sehen, hier sind so kleine Pünktchen, Mehlpünktchen. Jetzt muss ich ganz ordentlich rühren und gucken, dass die dann nicht im Teig bleiben. Deswegen am besten auch hier den Mehl durch den Sieb dazu geben. Ich habe den Keksteig auf den Teller gegeben, weil ich die Pfanne für den Lebkuchenteig brauche. Und so wird der Teig auch schneller abkühlen. Der Lebkuchenteig ist genauso schnell und einfach zubereitet. Für den Lebkuchenteig brauchst du Zucker, eine Bio-Orange, eine Bio-Zitrone, Lebkuchengewürz, Backnatron, wieder Kokosöl oder du kannst auch vegane Butter anstatt nehmen, dann Zuckerrübensirup, Mehl und eine kleine Prise Salz. Für den Lebkuchenteig werde ich erst den Zucker vorbereiten und ich werde dazu etwas Zitronenabrieb von einer Zitrone und etwas Orangenabrieb von einer Orange geben. Und ganz wichtig, nur das Gelbe von Zitrone, weil das Weiße von der Schale etwas bitter ist. Das gleiche auch mit der Orange. Und dann das Ganze noch gut vermischen. So gibt die Zitronenabrieb und Orangenabrieb noch mehr Geschmack für die Lebkuchen. Und jetzt auch genauso wie bei den Karamellkeksen. Ich werde alles auf die Pfanne geben, außer Mehl und Backnatron. Erst den Sirup, dann Wasser, das Zucker, Kokosöl und Lebkuchengewürz. Und jetzt werde ich das Ganze bei mittlerer Stufe erhitzen, bis das Zucker komplett geschmolzen ist. Und dann, wenn das Zucker komplett geschmolzen ist, vom Herd nehmen. Und das kannst du auch wieder so gleich testen mit dem Spatel. Wenn da keine Zuckerkörner zu sehen sind,
Dann ist es komplett geschmolzen. Dann noch den Backnatron dazugeben und gut vermischen. Es wird auch wie bei den Karamellkeksen so etwas schaumig. Dann gebe ich noch eine kleine Prise Salz dazu und diesmal den Mehl durch den Sieb. So gleich ungefähr Hälfte erst und vermischen. Dann etwas mehr dazugeben und weiter mischen. So, und dann den Rest dazugeben und gut vermischen, bis alles sich vermischt hat. Und wie ihr hier seht, wenn man das Mehl durch den Sieb gibt, dann hat man kein Problem mit dem Mehl. Es wird alles gut vermischt. Man hat keine so Mehlstücke in dem Teig. Und jetzt werde ich den Teig auch auf dem Teller geben, so kühlt es dann schneller ab. Und wie bei dem Karamellteig wird es dann später auch mit Frischhaltefolie eingewickelt und über Nacht im Kühlschrank kalt gestellt. Jetzt ist es soweit, der Plätzchenteig hat genug Zeit gehabt im Kühlschrank. Beide eigentlich, die sind beide noch kalt. Ich habe die aber schon vor etwa 2 Stunden aus dem Kühlschrank geholt, weil sonst die wirklich hart sind und es ist wirklich schwer, die auszurollen. Deswegen etwas früher aus dem Kühlschrank holen. Und ich werde jetzt erst mit dem Karamellteig anfangen. Und ich werde den Stück in 4 Teile teilen. Dann geht es etwas einfacher mit dem Ausrollen. Dann habe ich nicht so viel Teig und ich kann es etwas dünner ausrollen. Ich habe mir auch schon Ausstecher ausgesucht und ich habe eine ganz große Ausstecher und für die größeren Plätzchen, die brauchen dann etwas länger, die brauchen so etwa 10 bis 12 Minuten im Backofen. Die andere habe ich so ungefähr in gleiche Größe gewählt. Und die brauchen dann etwa 7 bis 8 Minuten und dann habe ich solche ganz kleine oder so eine ganz kleine Lebkuchenmann-Ausstecher und die brauchen dann 6 bis 7 Minuten. Du solltest immer die Backzeit etwas anpassen nach der Größe von den Keksen. Erst werde ich ein Stück in 4 Teile schneiden. So ungefähr gleich groß. Dann nur ganz bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche und erst den Teig kurz kneten. Also es ist immer noch ziemlich hart, so ist der Teig und das ist ganz normal. Wenn man es ganz kalt aus dem Kühlschrank holt, dann kann man so den Teig nicht kneten. Deswegen am besten etwas vorher aus dem Kühlschrank holen. Lange muss man den nicht kneten, nur so, dass es etwas weicher wird. Dann können wir auch mit dem Ausrollen beginnen. Und nur ganz bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Nur so, dass es nicht kleben bleibt. So, es muss nicht ganz dünn ausgerollt werden, so ungefähr ein paar Millimeter und dann einfach die Kekse ausstechen. Und den Rest kann man wieder kneten, ausrollen und weiterarbeiten. Was nur wichtig ist, wenn der Teig wirklich weich wird und warm, dann ganz kurz, man kann den sogar im Gefrierfach legen für so etwa 5 bis 10 Minuten. Dann wird es wieder kalt und so behalten die Kekse dann auch nach dem Backen die Form. Und so ist es auch einfacher, den Teig auszurollen und dann die Kekse von der Arbeitsfläche zu heben, so dass die dabei auch nicht kaputt gehen. Wenn der Teig ganz weich ist, geht es nicht und die gehen auch kaputt und das ist ganz schwierig, die Kekse heil von der Arbeitsfläche auf dem Backblech zu geben. Die ersten Kekse sind schon fertig und ich habe noch ein kleines Tipp für euch. Wenn ihr die Kekse, wenn die so ausgerollt sind, noch für 15 Minuten bis halbe Stunde im Kühlschrank liegt, dann behalten die schöne Form
und werden ganz schön backen. Sonst kann es sein, dass die ein bisschen auseinander laufen oder so. Aber wenn ihr die nochmal kalt stellt, dann behalten die Form und bleiben so wie vor dem Backen. Es duftet wirklich lecker nach Karamell und die erste, muss etwas vorsichtiger sein. Die ersten Kekse sind gebacken. Die bekommen auf dem Rand hier so eine leichte Bräune. Dann weiß man, dass die fertig sind. Bei mir haben die jetzt etwa 9 Minuten gebraucht, die ganz große. Und ich werde die Backzeit für die andere auch etwas anpassen. Wahrscheinlich etwa 1 Minute weniger backen als sonst. Und jetzt werde ich die auf dem Abkühlgitter legen, erst mit dem Backblech, und ich lasse die etwa 2 bis 3 Minuten so abkühlen. Danach werde ich die auf dem Abkühlgitter ohne Backblech legen und komplett abkühlen lassen. Beim Kühlen werden die Kekse dann ganz schön knusprig, und nachdem die Kekse komplett abgekühlt sind, ist es ganz wichtig, die Kekse in einer luftdichten Dose zu bewahren. So bleiben die Kekse länger knusprig und werden keine Feuchtigkeit sammeln. Die Kekse sind gebacken und die sind einfach mega schön geworden. Die Karamellkekse haben so eine schöne Karamellfarbe und die sind richtig knusprig, und wenn man die backt, die ganze Küche duftet nach Karamell. Die Lebkuchen sind auch schön geworden. Ich würde sagen, die Lebkuchen halten die Form etwas besser. Ich denke, das ist wegen dem Sirup. Ich kann so zum Vergleich zeigen. Es ist kein großer Unterschied, aber man sieht es etwas, dass die Lebkuchen etwas mehr den Form behalten als die Karamellkekse. Beide Kekse haben sehr viel Geschmack und brauchen keine Glasur nach meiner Meinung, aber wenn du möchtest, kannst du die natürlich auch noch mit Zuckerguss oder Zuckerglasur dekorieren. Und wenn du schon jetzt auf der Suche bist für Inspiration für Weihnachtstisch, dann werde ich dir die Rezepte hier verlinken. Bei mir ist es so, wenn ich Zeit nur für eine Art Kekse habe, dann sind es diese Lebkuchen, weil die einfach so beliebt bei uns sind und weil die so lecker sind. Ich würde das dir auch empfehlen, wenn du keine Zeit hast und nur 1 oder 2 Kekse backen möchtest, dann unbedingt die Lebkuchen backen und dann die Karamellkekse. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.